Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Wolfgang Dahler, Geschäftsführer der Content GmbH. Ich habe mich darauf vorbereitet, Ihnen die unzähligen Fragen zu beantworten, die Sie in der letzten Zeit an mein Unternehmen gerichtet haben, und möchte mich dazu äußern. Die Ereignisse der letzten Zeit haben meine volle Aufmerksamkeit bedurft und mich voll und ganz vereinnahmt. Dazu kam noch, dass mich meine beiden Partner im Stich gelassen haben und die gesamte Verantwortung nun allein auf meinen Schultern liegt. Aus diesem Grund konnte ich mich nicht früher an Sie wenden, was ich zutiefst bedauere. Heute möchte ich Sie über folgende Punkte informieren. Wie Sie in der letzten Zeit vielleicht aus den Medien mitbekommen haben, kursieren einige Gerüchte um mein Unternehmen. Ich möchte hier ganz klar feststellen, dass wir mit dem Geschäftsmodell von Opcement nichts zu tun haben. Richtig ist, dass es aufgrund dieses Verdachtes zu einer Hausdurchsuchung in einem unserer Büros in Kufstein kam. Dabei wurden unzählige Daten beschlagnahmt. Nach dieser Aktion mussten wir unsere ATMs für ein Wochenende vom Server nehmen, was einen finanziellen Ausfall verursachte. Als wäre das nicht schon genug, kam es auch noch zu einem Betrug, bei dem uns ein hoher sechsstelliger Betrag gestohlen wurde. Um diese Sicherheitslücken zu schließen und größere Schäden abzuwenden, mussten wir den Exchange vom Netz nehmen. Seither werden alle Transaktionen manuell überprüft, um die Betrüger dingfest zu machen. Momentan haben wir die Informationen so weit ausgewertet, dass wir mit den gesammelten Infos zum Anwalt gehen und das Geld zurückfordern können. Nach diesen raffiniert angelegten Betrugsfällen, zusammen mit dem Verdienstentfall der ATMs für ein Wochenende, kam es zu großen finanziellen Schwierigkeiten. Um die Frage zu beantworten, wo ich derzeit bin, kann ich sagen, dass ich mich in China befinde. Nein, nicht um unterzutauchen oder Gelder verschwinden zu lassen, sondern ich habe mich hier mit Investoren getroffen, mit denen ich eine Strategie entwickle, um eine drohende Insolvenz abzuwenden. Eine Insolvenz möchte ich unter allen Umständen vermeiden. Die Reise wird von mir selbst getragen. Warum ist in den Büros in Kufstein niemand anzutreffen? Ich habe den Mietvertrag für die Büros in Kufstein gekündigt, um keine zusätzlichen Kosten anzuhäufen. Wir haben in Kufstein nur noch 3 Mitarbeiter sitzen, die ihre Arbeit auch von zu Hause aus erledigen können. Aus meiner Sicht ist es dann nicht notwendig, 2 Büros in Tirol zu betreiben. Die Masse der Angestellten sitzt in Wien. Da es in der letzten Zeit vermehrt zu verbalen Übergriffen gegen meine Mitarbeiter kam und ich fürchten muss, dass es sich nicht nur bei verbalen Übergriffen bleibt, um meine Mitarbeiter zu schützen, habe ich auch für das Büro in Wien angeordnet, dass jeder Mitarbeiter, der seine Aufgabe von zu Hause aus machen kann, derzeit nicht ins Büro kommen muss. Ich könnte es mir nie verzeihen, wenn meinen Mitarbeitern etwas zustoßen würde. Wie Sie vielleicht schon mitbekommen haben, habe ich in einem ersten Schritt zur Rettung der Cointed alle General Bytes Automaten verkauft. Eine weitere Maßnahme wird es sein, den Exchange zu verkaufen. Vielversprechende Gespräche dazu werden bereits geführt. Mit diesen Geldern möchte ich dann allen Kunden ihre Einlagen zurückerstatten. Warum antwortet der Support nicht mehr? Da mir bis dato selbst die Möglichkeiten fehlten, Ihnen detaillierte Antworten zu liefern, konnte ich auch den Support nicht sagen, wie es weitergehen wird. Aufgrund der zahlreichen Anfragen von verärgerten Kunden war der Support schlichtweg überfordert und konnte die Anfragen nicht mehr bewältigen. Dasselbe gilt auch für das Sekretariat. Das Mining. Ich habe den bei uns in der Firma zuständigen Herrn Olaf, aufgefordert, mir bis Mitte dieser Woche einen umfassenden Bericht zur derzeitigen Situation, was das Mining betrifft, zu erstellen. Diesen werde ich nach seiner Fertigstellung an Sie kommunizieren. Sollte er meinen Anweisungen nicht Folge leisten, so wird er schwerwiegende Konsequenzen für ihn nach sich ziehen. Der ICO. Nach langen intensiven Gesprächen mit meinen Partnern aus China wird es hier zu einigen Ankündigungen kommen. Diese Ergebnisse, die hier erzielt wurden, freuen nicht nur mich ganz besonders, sondern werden vor allem unsere Investoren aufatmen lassen. Dazu werde ich mich aber gesondert äußern, da dies ein eigener Bereich ist. Ich werde alles in meiner Macht Stehende unternehmen, um die Content GmbH zu retten
und Ihnen Ihr hart verdientes Geld zurückzuüberweisen. Bis dahin bitte ich Sie noch, ein wenig Geduld zu haben. Vielen Dank, Ihr Wolfgang Thaler.